Mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin und ich habe im Juli letzten Jahres den Corona-Ausschuss mitgegründet mit 3 anderen Juristen. Ja, mein Beweggrund, in die Basis einzutreten, war, dass ich gesehen habe, dass die politischen Parteien, die etablierten politischen Parteien im Moment nicht das leisten können, was eigentlich erforderlich ist, um die Gesellschaft nach vorne zu bringen. Also wir sehen hier beispielsweise an der Corona- und Lockdown-Krise, dass einseitig in eine Richtung agiert wird und dass eben der Diskurs, die wirkliche Auseinandersetzung und auch das Hören von den anderen Stimmen, von den von Kollateralschäden betroffenen Personen eben nicht erfolgt. Und wir sind der Meinung, dass das eben nur auf einer zutiefst basisdemokratischen Ansatzlinie verfolgt werden kann. Und da hatte ich den Eindruck, dass die Basis die richtige Partei ist. Na, in erster Linie ist das natürlich erstmal die Befreiung aus dieser Krise. Also ich denke, die Krise muss jetzt sozusagen erstmal bewältigt werden, indem man wirklich evidenzbasiert an die Sache herangeht, eben schaut, wie ja jetzt gerade die WHO gesagt hat, es ist jetzt tatsächlich gar nicht mehr so schrecklich viel los auf der Virusfront. Und dann muss man weiter gucken, wie man eben die Schäden, die jetzt entstanden sind, ja, wie man das auffangen kann. Also wie man die Menschen wieder einfangen kann, dass sie sozial sich wieder etablieren können, dass es psychisch besser geht und dass insbesondere auch die wirtschaftlichen Schäden so abgefedert werden, dass die Leute auch eine Existenzgrundlage haben. Und ich glaube, dafür ist ganz zentral, dass eben die Diskussion beginnt, also dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung, die rechtliche Auseinandersetzung mit den ganzen Sachen beginnt. Und ich denke, man kann jetzt im Moment noch gar nicht ganz klar sagen, was die politischen Einzelforderungen dann wären, wenn eben die Situation sich auflöst, ja, weil wir gar nicht genau wissen, in welchem Zustand wir das Land vorfinden werden. Weil wir haben ja im Moment die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Wir wissen gar nicht, was da noch wabert sozusagen an wirtschaftlicher Misere. Alles das wird man sehen müssen. Und ich denke, wenn man da vielleicht eine gewisse Beruhigung reinkriegen kann, dann wird es schon darum gehen, also viele Dinge auch umzubauen. Also zu gucken, gibt es ein besseres System, kann zum Beispiel das Gesundheitssystem menschenfokussierter ablaufen, ohne Partikularinteressen jetzt von zum Beispiel Lobbyistenseite oder Pharmavertretern. Gibt es vielleicht auch eine andere Konstellation im Agrarbereich, die erstrebenswert wäre? Ist das Finanzsystem zu reformieren? Also all die Fragen würden sich dann stellen. Ich möchte in einer freien Gesellschaft leben. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der ich auch was sagen kann oder auch die ähnliche Interessen haben wie ich. Ja, also wo die Leute gehört werden, wo ein Ausgleich stattfindet zwischen verschiedenen Interessen. Und was ja hier ist, jetzt was wir hier sehen, wir haben eine Struktur, die zumindest in ihrem Effekt, ja, gibt es verschiedene Theorien, ob das jetzt von Anfang an da, sagen wir mal, so aufgesetzt war. Also das möchte ich jetzt gar nicht sagen so, sondern vielleicht haben sie halt sich einfach sehr viel draufgesattelt auf die ganze Situation. Und das sind aber zu viele Fremdinteressen, die da sich reingesetzt haben. Also Pharmaleute, die was verdienen wollen und eben Politiker, die jetzt vielleicht in so einem, wie will man sagen, in so einem Eifer irgendwie sich als tatkräftige Frau oder tatkräftiger Mann darzustellen, eben ein Stück weit vielleicht übers Ziel hinausschießen. Ja, Leute, die dann irgendwelche sonstigen Umbaupläne haben, ja, also auch vielleicht, sagen wir mal, mehr in Richtung intensiverer Überwachung der Menschen. Also das sieht man ja jetzt auch an den ganzen Gesetzesinitiativen, die jetzt entweder kommen oder umgesetzt werden. Und ich glaube, da hängt einfach viel zu viel Fremdinteresse drin und das müsste gestoppt werden. Also konkret Lobbyismus wahrscheinlich, ganz simpel. Ich glaube, das ist wichtig, dass man eben genau dies, was die Basis ja auch als Thema hat, eben dieses Konsensualisieren oder jedenfalls dieses damit auch Hören von anderen Einschätzungen und Wünschen, ja, dass das muss ganz, also gesamtgesellschaftlich muss das passieren, ja, dass wir einfach in stärkere Diskussion kommen, in stärkeren Ausgleich der widerstreitenden Interessen. Und ich glaube, das kann auf elegantere Weise passieren, als das im Moment passiert. Und ich denke, wenn die Basis es jetzt schafft, ins Parlament zu kommen, also dann kann sie, je nachdem, also mit welcher Wählerschaft sozusagen,
Dann kann sie natürlich zum einen ein Zünglein an der Waage sein, bestimmte Sachen eben umzusetzen, zum Beispiel einen Untersuchungsausschuss oder vielleicht sich auch bestimmten Entwicklungen entgegenzustellen. Aber wenn sie mehr Macht gewinnen würde, könnte sie natürlich auch viel fundamentaler wirken, ja, und eben wirklich den Umbau machen, auch im Sinne einer offiziellerer parlamentarischen Ebene, einen anders in den Diskurs zu gehen. Ja, also man kann ja auch sich vorstellen, eine Ausweitung der Möglichkeiten per Volksentscheid mitzubestimmen. Ja, da gibt es ja weiterhin kein Ausführungsgesetz auf Bundesebene. Sowas wäre zum Beispiel auch was ich denke, dass die Basis dann auch initiieren könnte. Sie ist das Fundament. Also die Freiheit ist ja auch, das ist Ausfluss der Menschenwürde, ja. Und die ist ja wirklich im Zentrum unseres Grundgesetzes. Und das ist nicht umsonst, sondern das ist entstanden wirklich aus unserer Historie, aus der Nazi-Vergangenheit ist das ins Zentrum des Grundgesetzes gesetzt worden, weil man eben gesagt hat, also nicht das Gemeinwohl, die Gemeinwohlorientierung schützt, sondern es schützt der Fokus auf die Menschenwürde, dass das Recht des Einzelnen, des Individuums. Ja, und das setzt eine Grenze, die man nicht überschreiten kann. Mit dem Gemeinwohlargument kann ich ganz, ganz viele Sachen irgendwie rechtfertigen. Aber wenn ich sozusagen die Würde des einzelnen Menschen anfange zu verletzen, dann ist eine Grenze überschritten. Und da sagt das Grundgesetz auch ganz klar Nein. Dass das jetzt im Moment nicht in dieser Form vielfach interpretiert wird, ja, wie wir uns das eigentlich wünschen würden und wie wir das auch von früher kennen, das ist eine andere Frage. Aber das Grundgesetz als solches, das ist wirklich darauf ausgelegt, diese Sachen zu schützen, insbesondere eben die Freiheiten, auch die Meinungsfreiheit und die Entfaltung des Individuums. Und das ist Teil der Menschenwürde. Also aus meiner Sicht ganz wichtig, ganz fundamental. Es erscheint jetzt schon so, dass das brüchiger war, als man dachte. Also ich bin ja selbst im Westen sozialisiert und irgendwie gerade wir hatten so das Gefühl, dass das so eine ganz sichere Bank ist, ja, auf der man sich da bewegt, ja, dass das doch irgendwie also in Stein gemeißelt ist, Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter und auch gerade dieser Diskurs, den ich angesprochen hatte, ja, dass der so in sich zusammengefallen ist und es ja auch wirklich eine eskalierende Entwicklung ist, ja. Und das ist schon erstaunlich. Also da haben eben wirklich sehr, sehr viele, also auch der Schutzmechanismen versagt, muss man ganz klar sagen. Also wir haben die Verwaltung, die im Prinzip natürlich von der Regierung gepusht, irgendwie auch ein Stück weit macht, was sie will. Da wird das ja auch immer willkürlicher, was da so alles geschieht. Und die Legislative ist sowieso irgendwie, hat sich da ja sehr viel Freiraum geschaffen mit dem Infektionsschutzgesetz, da mit der Novelle. Und dann haben wir die Rechtsprechung, die ja auch eine weitere Säule sein sollte. Und da merken wir eben, dass da auch sehr viele, wie will man sagen, ja irgendwie, dass viele irgendwie nicht den Mut haben, die ganze Sache jetzt zum Beispiel mit dem Blick aufs Grundgesetz sich ganz, ganz genau anzuschauen. Also ich glaube, man sieht jetzt in der ganzen Krise, dass es unheimlich viele Menschen gibt, denen diese Werte, ja, mit denen wir ja aufgewachsen sind, auch wenn sie vielleicht dann nicht ganz so ausgefüllt waren und so sicher waren, wie wir gedacht und gehofft hatten, dass die ungeheuer vielen Menschen sehr, sehr wichtig sind. Und das sieht man, dass es da wirklich aufrechte Demokraten gibt, die genau dafür stehen, für die Freiheit, für die Grundrechte, für den Schutz des Menschen, des anderen und auch für eine Rücksichtnahme. Achtsamkeit ist ja auch Ausfluss von Menschenwürde. Und ich glaube, dass also, wenn diese Menschen sich zusammenfinden, und da habe ich das Gefühl, dass das viele auch in der Basis tun, dann glaube ich, kann das auch eine ungeheure Wucht bekommen, um eben genau das einzufordern, was uns da eigentlich im Grundgesetz auch versprochen ist. Und da glaube ich, das kann was bewegen.